Hi, friends. Hallo Freunde. I have a funny reputation at our school of the prophetic and supernatural. Ich habe einen komischen Ruf in unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. My students mock me Meine Schüler ziehen mich auf, because of something I say when the atmosphere gets very hot weil ich etwas sage, wenn die Atmosphäre sehr heiß wird and the discussion get very intense. und die Diskussion sehr intensiv ist People get agitated. und die Leute erregt werden. I speak with a beautiful Austrian accent in perfect Portuguese. Ich sage dann mit einem schönen österreichischen Akzent in perfektem Portugiesisch And of course, they pull it to the extreme. und natürlich übertreiben sie extrem. I say, calm yourselves down. Ich sage, beruhigt euch. He just made fun of me. Seht ihr, er macht sich gerade lustig über mich. Do you know, it is such an important thing how we walk through difficult situations. Es ist so wichtig, wie wir durch schwierige Situationen gehen. The Bible tells us in Proverbs that a fool vents all of his feelings. Die Bibel sagt uns in den Sprüchen, dass ein Narr all seine Gefühle herauslässt. The Bible tells us that the Spirit of God, which is part of the fruit of the Spirit, Die Bibel sagt uns, dass der Geist Gottes, ein Teil der Früchte des Geistes, it's self-control. Selbstkontrolle ist. So that means we can remain calm when everything around us goes crazy. Wir können ruhig bleiben, wenn alles um uns verrückt spielt. But you know, think how many ridiculous and bad decisions people have made because they didn't remain calm. Denk nur, wie viele lächerliche und schlechte Entscheidungen Menschen getroffen haben, weil sie nicht ruhig geblieben sind. You know, once we don't learn the art of remaining calm, even under pressure, Wenn wir die Kunst nicht lernen, selbst unter Druck ruhig zu bleiben, the price that we have to pay for our decisions is many times very high. ist der Preis, den wir für unsere Entscheidungen bezahlen müssen, oftmals sehr hoch. Often we pay the consequences for years, sometimes even a lifetime. Oft bezahlen wir die Konsequenzen dafür jahrelang, manchmal sogar lebenslänglich. Think how many people have, and I'm saying an extreme thing, Überleg doch, wie viele Menschen, und ich weiß, dass ich jetzt etwas Extremes sage, but think in the heat of a moment, somebody has killed somebody, aber denk doch, wie jemand einen anderen im Eifer des Gefechts umgebracht hat. pays the consequences a lifetime. Er bezahlt die Konsequenzen sein Leben lang. So the question is, how can we remain calm? Die Frage ist, wie können wir ruhig bleiben? That's a very important question. Das ist eine sehr wichtige Frage. First of all, I have come to a very clear conviction. Zuerst einmal bin ich zu einer sehr klaren Überzeugung gekommen. If you haven't learned to calm your heart, you will never be calm. Wenn du nicht gelernt hast, dein Herz zu beruhigen, wirst du niemals ruhig bleiben. Because out of the heart flow all the issues of life. Denn aus dem Herz fließen alle Dinge des Lebens. Because if you really think of it, Wenn du genau überlegst, we think the pressure causes us to make crazy decisions, but it's not true. dann denken wir, dass der Druck uns dazu bringt, verrückte Entscheidungen zu treffen. Aber das stimmt nicht. Did you know that pressure never makes you do anything? Wusstest du, dass Druck dich nie dazu bringt, irgendetwas zu tun? Your heart makes you do things. Dein Herz lässt dich Dinge tun. You see, out of your heart flow the issues of life. Aus deinem Herzen fließen die Dinge des Lebens. So if we have not learned to calm our hearts, under pressure, what's in our hearts will come out. Wenn wir nicht gelernt haben, unser Herz zu beruhigen, wird unter Druck das herauskommen, was in unserem Herzen ist. So this is why we try so many techniques and methods to remain calm, but we've never learned to calm our hearts. Deshalb probieren wir so viele Techniken und Methoden aus, um ruhig zu bleiben. Aber wir haben nie gelernt, unser Herz zu beruhigen. I, believe it or not, used to be an extremely impatient person. Ich, glaube es oder nicht, war eine extrem ungeduldige Person. Very, very impatient. Sehr, sehr ungeduldig. And until I realized that my impatience causes me to make so many decisions in effect, just as reaction, that are so painful. Und bis ich nicht erkannte, dass meine Ungeduld mich dazu brachte, viele Entscheidungen im Affekt zu treffen, die so schmerzhaft waren. And then I realized that the Bible says, love is, and the first thing it says, patient. Und dann erkannte ich, dass die Bibel sagte, Liebe ist, und das Erste, was dort steht, ist geduldig. So that means if I'm not patient, if I'm not calm, I don't love. Das heißt, wenn ich nicht geduldig bin, wenn ich nicht ruhig bin, dann liebe ich nicht. You know, Daniel, this was an eye-opener for me. Weißt du, Daniel, das war ein Augenöffner für mich. Because I thought, why? It's just my character trait. Denn ich dachte, na ja, das ist einfach mein Charakterzug. I excused it on my temperament. Ich habe es mit meinem Temperament entschuldigt.
Listen, I don't agree with a worldly psychological teaching on the four temperaments. Ich stimme nicht mit einer weltlichen psychologischen Lehre über die 4 Temperamente überein. Nobody needs an excuse to be explosively choleric. Niemand braucht eine Entschuldigung, um explosiv und cholerisch zu sein. I was recently called to a woman to help her and to pray for her. Ich wurde kürzlich zu einer Frau gerufen, um ihr zu helfen und für sie zu beten. Because, and she's a famous woman here in this country. Sie ist eine berühmte Frau in diesem Land. And they asked me to pray for her because she was like in depression. Und sie baten mich, für sie zu beten, weil sie Depressionen hatte. And she said something that I thought, Und sie sagte etwas, von dem ich dachte, And I really like this woman. Not only love her, I like her. Und ich mag diese Frau wirklich. Ich liebe sie nicht nur, ich mag sie. She said, Reinhard, I've just always been a melancholic person. It's my character trait. Sie sagte, weißt du, Reinhard, ich war schon immer eine melancholische Person. Das ist mein Charakterzug. And I think that's the danger when we go in the route of the compliment, of the temperaments. Und ich denke, das ist die Gefahr, wenn wir uns auf diesen Weg der Temperamente begeben. Because now the phlegmatic can be calm, but the choleric doesn't even have a chance. Denn nun können die Phlegmatiker ruhig sein, aber die Choleriker haben keine Chance. The Bible doesn't say love is patient in the life of the phlegmatic, but the choleric can never be patient. Die Bibel sagt nicht, Liebe ist geduldig im Leben des Phlegmatikers, aber der Choleriker kann nie geduldig sein. So here's what the Bible says. Die Bibel sagt, Love is patient. Liebe ist geduldig. Once I realized that my impatience and my lack of calmness is actually a lack of love, that opened my eyes. Als ich erkannte, dass meine Ungeduld und meine mangelnde Ruhe in Wirklichkeit ein Mangel an Liebe war, hat mir das die Augen geöffnet. So I think today that I'm a relatively calm person. Ich denke, dass ich heute ein relativ ruhiger Mensch bin. I'm focused. Ich bin fokussiert. I do what needs to be done. Ich tue, was getan werden muss. But I'm not a person who loses his head under pressure, under stress, under difficult circumstances. Aber ich bin kein Mensch, der unter Druck und Stress und schwierigen Umständen den Kopf verliert. At least I think so. Zumindest denke ich das. What do you think? Was denkst du? Yeah, in general, when things get crazy, I don't freak out and make irrational decisions. Ja, im Normalfall. Wenn das Chaos ausbricht, flippe ich nicht aus und treffe irrationale Entscheidungen. In fact, sometimes Debbie thinks I'm too patient. In Wirklichkeit denkt Debbie manchmal, ich sei zu geduldig. But the way that I could learn to be calm in every situation is I had to first learn to be calm in my heart. Aber der Weg, wie ich lernen konnte, in jeder Situation ruhig zu sein, ist, ich musste zuerst lernen, in meinem Herzen ruhig zu sein. So how do you do that? Wie machst du das? Well, you take Bible verses like, be anxious for nothing. Du nimmst Bibelverse wie, sorgt euch um nichts. You meditate about them. Du meditierst darüber. You surrender all of your stress and fear and worries to God because He cares for you. Du übergibst all deinen Stress, deine Angst und Sorgen an Gott, weil er für dich sorgt. And then what you do is you have to take the reality of that you are a new creation. Und dann machst du Folgendes. Du musst die Realität ergreifen, dass du eine neue Schöpfung bist. And a new creation is according to the image of Jesus, not according to the image of your father and mother who might not have been calm. Und die neue Schöpfung ist gemäß dem Bild von Jesus, nicht gemäß dem Bild deiner Mutter oder deines Vaters, die vielleicht nicht ruhig waren. And you have to begin to see yourself calm in your heart in the middle of difficult situations. Und du musst anfangen, dich in deinem Herzen als ruhig zu sehen, mitten in schwierigen Situationen. And once you learn to see yourself calm in your heart while you're in difficult situation, it will become a reality in your life. Und wenn du gelernt hast, dich in deinem Herz als ruhig zu sehen, während du in schwierigen Situationen bist, wird das eine Realität in deinem Leben werden. It's called meditation. Das nennt man Meditation. So what I did Was ich getan habe, is I went into my heart zone. ich ging in meine Herzenszone And in my heart zone, I imagined myself going into a situation that no. und stellte mir vor, dass ich in eine Situation gehe, von der ich wusste, dass sie mich zum Explodieren bringen würde. And then in that situation in my heart, with all the emotions there, In dieser Situation in meinem Herzen mit all den Emotionen dort, I said, I'm patient. sagte ich bin geduldig. Because love is patient. Denn Liebe ist geduldig. And I love. Und ich liebe. And I created images of seeing myself calm in difficult moments. Und ich schuf Bilder, in denen ich mich sah, wie ich in schwierigen Momenten ruhig war. Because that's not just like some superstition. It's
It has biblical basis. Denn das ist nicht nur irgendein Aberglaube, es hat eine biblische Basis. Love is patient. I'm created in the image of love, then I can be patient. Liebe ist geduldig und wenn ich im Bild der Liebe geschaffen bin, dann kann ich geduldig sein. Here's what people try to do. Die Leute versuchen Folgendes zu tun. They try to always fix the problem externally, when in reality it's an internal problem. Sie versuchen immer, das Problem äußerlich zu lösen, obwohl es in Wirklichkeit ein inneres Problem ist. If you don't keep calm in stressful situation, there is no point trying to fix it externally. In stressigen Situationen nicht ruhig bleibst, macht es keinen Sinn zu versuchen, es äußerlich zu lösen. It's because you have a stressed, a worried, and an anxious heart. Denn du hast ein gestresstes, besorgtes und unruhiges Herz. So you learn to walk close to Jesus. Also lerne nahe an Jesus dran zu bleiben. Every morning you spend time with Jesus. Jeden Morgen verbringst du Zeit mit Jesus. And every morning you write the truth in your heart that because I'm in Christ, I'm new and I'm calm. Und jeden Morgen schreibst du die Wahrheit auf dein Herz. Weil ich in Christus bin ich neu und ich bin ruhig. And to your surprise, Und zu deiner Überraschung your life will change. wird sich dein Leben verändern. Then in the middle of pressure, automatically you will react calm Dann wirst du mitten im Druck automatisch ruhig reagieren, because you fixed it in your heart. weil du es in deinem Herzen geändert hast. So keep calm. Also bleib ruhig. Drink coffee. Trink einen Kaffee. That's a commercial. Das ist ein Werbespot. See you guys. Wir sehen uns, Leute. If you enjoyed this, share it with others. Wenn es dir gefallen hat, teile es mit anderen. Thank you. Danke. Hallo meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weiter gelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche 2 ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.